Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute sind wir wieder am Porsche Zentrum mit Maske auf, die neuesten Corona-Bestimmungen, aber die halten uns trotzdem nicht ab, heute wieder Porsche zu fahren. Und ja, bei dem grauen Wetter haben wir etwas sehr Farbiges dabei. Ordnungsband. Man macht eh nie was falsch mit Porsche. Das ist halt einfach so. Wir haben heute für dich den neuen Targa 4S am Start. Richtig geiles Auto, wenn man das mal so sagen darf. Aber wirklich. Ja, definitiv, vor allem in der Farbe in Kaminrot. Wir haben hier alles in schwarz im Kontrast gewählt. Das Fahrzeug ist auch innen super individuell gemacht. Hat unter anderem die Sport-Chrono-Uhr oben, die Anzeige und auch den Tacho im Kontrast in Rot. Ziernähte in Rot müsst ihr euch gleich unbedingt mal anschauen, sieht super aus. Was auch wichtig ist, das Fahrzeug hat natürlich wieder Sport-Chrono-Paket, dieses Mal wieder voll ausgestattet. Und was hier eine kleine Besonderheit ist, wir haben bei dem 11er die Hinterachslenkung und auch das Liftsystem für die Vorderachse. Und das zeigt euch mal der Michael, was man damit alles anstellen kann. Leute, wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter. Heute ist es wirklich nur am Regnen. Jetzt ist endlich mal ein bisschen trocken, dass man zumindest draußen filmen kann. Und ja, eigentlich mache ich ja meine Videos immer so. Als erstes der Spaß mit dem Fahren, schöne Aufnahmen und dann das Fahrzeug im Detail. Jetzt machen wir es mal umgedreht. Also wen das Fahrzeug im Detail, die einzelnen Ausstattungsoptionen nicht interessieren, könnt einfach vorspringen. Ich habe das wie immer unten in der Leiste eingeblendet, welcher Abschnitt im Video welcher ist. Und jetzt zeige ich euch ja den mal wirklich, weil das ist schon ein richtiges Schmuckstück. Ich würde sagen, der schönste Vorführer vom Porsche Zentrum bisher, oder? Was meint ihr? Der silberne war auch krass, aber hier in Kaminrot der Targa 4S, krasses Ding, also wow. Targa ist natürlich auch immer noch mal so ein besonderes Schmuckstück. Hier haben wir den Vorführer jetzt eigentlich, ja, man kann schon fast sagen, Vollausstattung, fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich denke mal, wenn man noch ein bisschen mehr reingepackt hätte, wäre man sogar über 200.000 Euro gekommen. Aber gut, so ist das bei Porsche. Wenn Porsche günstig wäre, wären die Fahrzeuge nicht so selten. Hier haben wir jetzt die Standardfront verbaut wieder. Das heißt, wir haben nicht das Sport-Design-Paket wie bei dem silbernen. Vielleicht noch, beim letzten Video war auch schon die Standardfront verbaut, aber hier nochmal so hinzuzufügen, die Info, die Klappen hier vorne, die sind übrigens aktiv bei der Standardfront. Und beim Sport-Design-Paket entfallen die. Das heißt, der hier ist an sich noch ein kleines bisschen effizienter. Hier, dieses Fahrzeug hat die Matrix-LED-Scheinwerfer mit PDLS Plus. Die sind vom Design her ein bisschen anders, ne? Die sind so ein bisschen geschwungener hier, keine Punkte bei den 4 Tagverleuchten LED-Strichen, sag ich mal. Und PDLS Plus heißt, sie können auch wieder den Verkehr ein- und ausleuchten. Das heißt, dass man keinen blendet, wenn man das Fernlicht angeschaltet hat. Und ach, wenn er hier so steht in Kaminrot, ist krass, oder? Wirklich ein geiles Teil. Wir haben schwarze Carrera S-Räder, hier auf 20 Zoll vorne, 21 Zoll hinten. Dann haben wir den schwarzen Targa-Bügel mit dem silbernen Targa-Schriftzug. Finde ich eigentlich ganz cool, weil viele haben das sonst immer so ausgestattet, gerade beim 991. Schwarzer Bügel, schwarzer Targa-Schriftzug. Ich finde, man kann das aber schon zeigen, dass das hier wirklich ein Targa ist. Fahrzeug ist natürlich auch noch extrem neu, ist noch nicht so lange auf dem Markt. Targa-Schriftzug wurde auch ein bisschen überarbeitet im Design, bisschen scharfkantiger wie die anderen auch. Dann haben wir natürlich die Sportabgasanlage mit schwarzen Endrohren. Wir haben einen schwarzen Porsche-Schriftzug, einen schwarzen 911 Targa 4S-Schriftzug. Ja, und wir haben auch die schwarzen Lamellen hier oben. Und ja, 992 Targa ist wieder ein verdammt schickes Auto geworden. Der 991 war ja schon richtig schick, aber der hier wirklich irre. Hier auch wieder die Standard
Heckschürze, kein Sportdesign-Paket. Man könnte das sogar noch alles ein bisschen weiterspinnen. Verdeck öffnen tue ich jetzt mal nicht. Machen wir morgen. Da ist das Wetter vielleicht ein bisschen besser. Hoffe ich zumindest, so ist es angesagt. Weil das ist beim Targa natürlich extrem krass, wie das aussieht. Wir hatten schon mal beim Targa 4, beim 991.2 in Achatgrau. Träumchen. Und hier, ich erwarte genau dasselbe und das ist wieder ein geiles Auto. Ja, dann Highlight von diesem Fahrzeug, das Interieur. Schwarzes Leder mit roten Ziernähten. Hier schön an den Sitzen zu sehen. Auch auf der Mittelarmlehne. Im Lenkrad selber sind auch rote Ziernähte. Und natürlich auch auf der Türverkleidung. Sieht richtig gut aus. Anderes kleines rotes Detail sind hier diese Ringe in der Armatur. Das heißt, wir haben hier einmal am Tacho einen roten Ring und dann auch noch auf der Sport Chrono einen roten Ring. Ist jetzt das erste Mal, dass ich beim 992 sehe und ich finde, es sieht so viel besser und gelungener aus als beim 991.2, wo einfach das ganze Blatt rot war und man jede einzelne Anzeige erkannt hat. Hier ist jetzt einfach ein schöner roter Ring und die ganzen Warnanzeigen sind einfach versteckt in der Mitte und man sieht die nicht. Traumhaft. Und wenn man da drauf guckt, sieht ein bisschen aus wie so eine schöne Uhr. Sitze haben wir hier auch mal was Neues, was wir noch nicht auf dem Kanal hatten. 14 Wege Sportsitze in einem 911er. Und auch verbunden mit dem Memory-Paket hier für die Fahrerseite. Würde es optional auch noch für die Beifahrerseite geben, ist jetzt hier aber nicht verbaut. Wir haben den normalen Tempomat, wir haben keinen Porsche InnoDrive, wir haben keinen Radar-Abstandshalter. Wir haben natürlich das Bose Soundsystem verbaut. Mein Must-Have, was ich immer sage, bei jedem Porsche. Ein schönes, selbst hier unten haben wir Leder verbaut mit roten Ziernähten. Das sieht halt sehr schön aus und es ist einfach so viel hochwertiger als der normale kleine Carrera, der ja nicht mal Lederausstattung hier oben auf dem Armaturenbrett hatte. Also da merkt man halt schon den Preisunterschied von den Fahrzeugen, gerade hier im Interieur. Das wirkt einfach eine Menge hochwertiger. Hier haben wir natürlich auch das GT Sportlenkrad verbaut. Das heißt, hier diese Polster kommen weiter raus. Wer das möchte, ja, der kann sich das holen. Ich sag mal, kann man nicht. Macht für mich keinen großen Unterschied. Ich halte immer hier an den Schaltwirten. Hier, das ist das, was ich meinte. Die Warnleuchten sind in der Mitte und das Rote drumherum. Sieht wirklich schön aus. Wir haben natürlich eine Verkehrszeichenerkennung mit an Bord. Wir haben natürlich hier die Knöpfe, wenn ich das Fahrzeug einmal anwerfe. Dann haben wir hier das Lüftsystem, der fährt den Wagen hoch. Dann haben wir ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Hier bei diesem Fahrzeug ist das jetzt mal nicht so wichtig, denn er hat nicht die 10 mm Tieferlegung, hat das normale Fahrwerk drin, was ich eigentlich auch jedem empfehlen würde. Und da braucht man das Lüftsystem an der Vorderachse eigentlich nicht, außer man hat wirklich eine sehr steile Ein- oder Ausfahrt. Sonst weiter haben wir die Sportabgasanlage natürlich verbaut, die können wir hier manuell anwählen. Die Knöpfe sind übrigens hier auch schwarz, nicht in Silber. Das passt ganz gut zu diesem dunkleren Kontrast zu dem Rot. Dämpfer kann man natürlich härter schalten und so wie wir das schon kennen. Dieses Fahrzeug hat auch wieder die Sitzheizung mit an Bord, ist wieder sehr angenehm hier. Dann kann man wieder in 3 Stufen einstellen und wir haben auch hier im Lenkrad die Lenkradheizung, die können wir auch einschalten. Also sehr wintertauglich dieses Auto und da können wir sie wieder ausschalten. Ja, und natürlich hier bei diesem auch das Sport Chrono Paket an Bord. Schöne Sport Chrono Uhr hier in der Mitte mit dem roten Streifen. Und dann haben wir natürlich hier den Drive Mode Selector mit dem Sport Response Button in der Mitte. Das, ja, wenn man den drückt, springt das Auto in die bestmögliche Fahrstellung vom Antrieb her und der schießt hier wirklich richtig krass nach vorne. Also 450 PS, es ist so viel schneller als der kleine Carrera aus dem letzten Video. Für mich persönlich ist es einfach schon zu schnell. Also ich bin mir sicher, man gewöhnt sich daran, wenn man ein Auto mit 450 PS hat, aber vorhin auf der Autobahnauffahrt, ich habe mal kurz gedrückt im zweiten Gang im Sportmodus und wow, das ging auf einmal richtig schnell zur Sache. Für mich persönlich wäre der kleinere schöner, aber ja, 450 PS. Dieses Auto ist irre schnell. Es ist so krass, der marschiert wie nichts anderes, was man fährt. Da hält wirklich nur noch ein Taycan mit und das ist ja erst der 4S. Kommt ja noch der GTS und dann kommt der Turbo S. Also 992 ist so brachial schnell, es ist einfach nur krass. Ja, und es wird jetzt auch schon recht fix dunkel, deswegen holen wir uns erstmal den Björn dazu, versuchen nochmal ein paar Bilder auf die Beine zu stellen.
Es regnet immer noch, aber wir haben Platz und wir haben ein Auto, was ein schönes Leuchtband hat. Wieder gut, auch wenn das Wetter richtig miese ist. Und Björn, was sagst du zum Targa? Ja, cooles Auto, ne? Das ist ein krasser Vorführer, oder? Hatten wir schon mal so einen schicken Vorführer? Super ausgestattet, ne? Mit den roten Zehennähten. Rot passt jetzt mal super bei dem Wetter. Hebt sich schön ab, ne? Ja. Von daher wieder perfekte Wahl. Und wir haben aber wieder- gut, man macht eh nie was falsch mit dem Porsche. Das ist halt einfach so. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und wir haben wieder einen schönen Spot gefunden, trotz ekligem Wetter. Ging schnell. Ist halt der Vorteil, einfach rausfahren und das ist halt gut. Morgen bin ich mal gespannt. Morgen ist ja Lockdown. Wie leer es in Mannheim ist. Wir versuchen mal unser Glück. Vielleicht kriegen wir mal ein paar schöne Bilder in der Innenstadt zusammen. So, wir müssen uns jetzt noch beeilen, weil Licht ist auch schon wieder weg. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, und damit guten Morgen zum Sonnenschein. Auto ist wieder sauber. Wetter hat sich eingestellt, wie es versprochen war. Wir haben wieder Glück. Es ist unglaublich. Immer Glück mit dem Wetter, bei allen Videos bisher. Das ist genial. Ja, und jetzt hier auf der Autobahn. Wir sind gestern schon 175 Kilometer gefahren, gerade bei ziemlich genau 12 Liter Verbrauch. Für 450 PS ist okay, ne? Und die 450 PS, die sind so brachial. Das Auto ist so unheimlich schnell. Aber auch trotzdem, das ist natürlich 11er, ne? Ist super entspannt auf der Autobahn. Man cruist einfach mit den 200 auf der linken Spur an allem vorbei, aber ist tiefenentspannt. Was mir hier bei dem auch gut gefällt, der Spurhalteassistent, der lenkt schon richtig gut von alleine. Also das ist eigentlich fast wie eine aktive Lenkung. Und das nimmt auch gerade auf der Autobahn nochmal so richtig Stress raus. Weil wenn er selbst bei 200 noch perfekt von alleine die Spur hält, super tiefenentspannt. Sportmodus an, Klappe ist offen. Sportresponse. Ja, das waren gerade einfach mal zack 170. In, was war es, 2 Sekunden oder sowas? Das ist nicht normal, wie schnell das ist. Das ist nicht normal. Das ist ja auch das, was ich an dem Auto im Prinzip so am meisten kritisiere. Ich liebe 992, das Interieur ist genial, Exterieur ist genial, die ganze Technik ist mega geil. Die S-Modelle sind mir persönlich einfach ein bisschen zu stark. Also mir reicht tatsächlich so ein kleiner Einstiegs-Carrera Targa 4 oder Carrera 4. Aber es kommt ganz drauf an, wofür man das Auto natürlich benutzen will. Wer richtig schnell sein will, ich denke, dass eine Menge Kunden den Anspruch haben. Ja, ihr seid richtig schnell unterwegs. Also, wow, das ist jedes Mal immer wieder krass. Und auch so im Gang, 6. Gang. Manueller Modus, 6. Gang. Der drückt trotzdem schon mal 3,5. Der drückt und drückt und drückt und drückt. Immer Power, immer. Ich habe am Ende schon gar kein Vollgas mehr gegeben, weil es einfach so heftig schnell ist. Natürlich trotzdem gleichzeitig kann wir im normalen Mode gehen. 8. Gang, Tempomat an. Easy. Ja? 200 ganz entspannt. Klar, 11er ist ein bisschen lauter in der Kabine, aber das ist logisch. Und hier der Targa, für mich ist genauso laut wie ein normales Coupé. Das ist so geil. Hält die Spur von alleine, hätte ich jetzt noch mal der Abstandshalter, würde er natürlich den ganzen Kram auch noch machen. Habe ich in der Cayenne S Coupé Review sehr genau mal detailliert erklärt. Kann der 11er alles auch. Man kann auch wieder in den Sportmodus gehen.
Ja, das ist halt, warum man Porsche will, ne? Der kann das und der macht das einfach halt so. Ist für mich gar kein Problem. Response-Knopf, die 20 Sekunden sind noch nicht mal runtergelaufen, wo ich das nächste Auto schon wieder einhole, was wirklich weit weg war. Ja. Alles funktioniert nur auf der Autobahn, die Leistung voll abzurufen. Anders funktioniert das nicht. Und richtig, eigentlich funktioniert es natürlich nur auf der Rennstrecke. Es ist so krass schnell. Leute, das ist doch nicht normal, was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Strahlende Sonne scheint mir ins Gesicht, unglaublich. Vor 2 Wochen haben wir noch im Schnee gedreht und jetzt hier bei 11 Grad kann ich schon fast die Jacke ausziehen. Straße für mich im Prinzip alleine. Jetzt kommt mal ein Auto. Irre. Es ist so krass, was für ein Glück wir haben mit diesen Videos. Das ist unglaublich. Ja, und jetzt würde ich sagen, Landstraße, das ist das, was ich am liebsten habe. Gucken wir mal. 450 PS, dann sind ein bisschen viel dafür, aber der Kollege fährt sich trotzdem so gut. Das wird wieder richtig Spaß bringen. Und eine Sache muss ich euch auch noch zeigen. Fendek ist jetzt offen. Traumhaft. Targa ist halt traumhaft, ist einfach so. Aber hier ist eine Neuigkeit bei diesem Targa beim 992. Es gibt jetzt hier dieses extra Stück. Das kann man so ausklappen. Und da steht dann drüber über die Windschutzscheibe. Und das soll helfen, dieses typische Targa-Windgeräusch, dieses Flattern zu reduzieren. Also wenn sich die Luft da hinten drin staut, das ist hier natürlich komplett zu. Dann hat sich immer so ein Flattergeräusch entwickelt, so ab 130 km/h. Jeder, der Targa gefahren ist, kennt das. Hat eigentlich jetzt die Leute nie so gestört, weil deswegen, man wollte einen Targa, weil man dieses schöne große Glasdach haben wollte. Hier übrigens noch mit Privacy-Verglasung. Das ist dann noch schwarz. Finde ich, sieht aber tatsächlich besser aus, wenn es einfach ganz normal transparent ist, ohne die Verdunklung. Ja, aber sonst Targa, Flattern soll damit ein bisschen reduziert sein. Wer das nicht möchte, da ist das Cabriolet einfach besser. Dafür gibt es halt das Cabriolet, das hat gar keine Probleme, kann man noch 250 offen fahren und die Luft fließt ganz normal drüber. Das ist mit dem Targa dann schon ein bisschen schwieriger, dann geht da richtig Luft rein, dann flattert das halt. Aber ja. Jeder, der Targa liebt, dem ist das eigentlich auch vollkommen egal. Aber kleines Feature ist hier neu beim 992, hilft ein bisschen. Ach, das ist einfach so geil mit dem Targa. Wenn das Verdeck zu ist, denkt man wirklich, es ist einfach ein Coupé. Und dann hat man dieses schöne Verdeck, das man auch noch aufmachen kann. Das ist halt so genial. Es gibt einfach nichts Vergleichbares als so ein Targa. Also was für Lenkeinschlägen dieses Auto Grip hat, das ist irre. Und wieder wechseln. Zack, zack, zack. So ein agiles Teil. Also die Hinterachslenkung macht da schon einen Unterschied. Der ist hier definitiv eine Menge agiler als der normale Carrera, den wir im Schnee hatten. Okay, die Bereifung ist natürlich anders, der hier hat noch größere drauf. Aber ein Targa ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, jetzt sehr agil zu sein. Und der hier ist es definitiv.
Das PDK, das ist so. Ich war hier im 3. Gang gerade in die Einfahrt rein, mach zack, zack und zack bin ich im 1. Das ist so geil. Und es ist so schnell und so präzise alles und es fährt sich einfach im positiven Sinn wie ein Computerspiel. Das ist genau wie man es erwartet, macht es das Auto. Die Kraft ist so krass. Irre. Es ist ein so schnelles Auto. Ich kann hier nirgendwo Vollgas geben. Das geht einfach gar nicht. Ja, es ist einfach nur krass, diese 450 PS. Ich bin schon ein paar Autos gefahren, die meinten auch, sie hätten 450 PS. Aber ja, es fühlt sich an wie über 500 PS. Das ist wie mit dem Cabriolet, was mich auch so sehr geflasht hatte, wo ich mir dachte, Leute, was geht hier ab? Und mit dem ist das hier exakt dasselbe. Es ist so viel Power. Das ist wirklich nicht normal, wie schnell der hier ist. Das ist wirklich nicht normal. Also das ist, ja, es ist schwer, das so ein bisschen in Worte zu fassen, besonders wenn man dann ja auch so andere brachiale Autos gefahren ist, wie den Taycan, der einfach ganz anders nach vorne geht. Aber ein Taycan ist nicht so agil wie der hier. Ich finde ein Taycan, für das Gewicht ist es mega krass agil. Es gibt kein Elektroauto, das so agil ist. Panamera ist auch lange nicht so agil wie ein Taycan. Aber hier, das ist der Targa. Der Targa ist ja eigentlich nicht der agilste. Ist auch noch eine Menge schwerer als ein normales Coupé. Aber echt, bin so ein bisschen geflasht mal wieder. Auch nach dem, ich weiß gar nicht, wie viel ein Porsche das jetzt hier ist, den wir drehen. 992 ist echt krass. Ja. Ich finde es überraschend ähnlich zu dem Carrera 4 GTS, dem 991.2. Wie das PDK ist, wie das Lenkverhalten ist, wie er die Traktion hat. Wobei ich finde, der hier hat sogar noch mehr Traktion. Aber es ist schon krass. Das Auto ist komplett neu und ich denke schon wieder, wie krass muss es sein, wenn der Targa 4 GTS kommt. Ja, da konnten wir doch in der relativ leeren Innenstadt in Mannheim, jetzt durch den Lockdown natürlich, konnten wir trotzdem noch ein paar schöne Bilder zaubern. Ich hoffe, wir konnten euch auch die etwas bedrückende Lage zurzeit ein bisschen versüßen mit diesem wunderschönen roten Targa 4S. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gebracht. Noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Diese Metallstütze, die man ausfahren kann für den Wind. Ich hatte die kurz schon mal gezeigt. Die bringt tatsächlich sehr viel, was hier auf dem Rückweg war ich mal bei 200 auf der Autobahn offen. Ja, war wirklich kein Flattern mehr da. Das heißt, hier der Targa ist jetzt sehr ähnlich wie das Cabriolet, aber schon noch ein bisschen mehr Windgeräusch im Interieur. Es fließt dann doch nicht ganz so sauber wie bei einem Cabriolet. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen hier.
der Targa 4S. Wenn das der Fall war, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Über 90% von euch gucken ja ohne zu abonnieren. Denkt mal drüber nach, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alla, ciao!